Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Hier sind wir in der Aquarienabteilung des Aquariums des Kölner Zoos vor dem 20.000 Liter Aquarium, das die Vielfalt madagassischer Buntbarsch und Fische zeigt. Und hier waren früher Fische des Tanganjika-Sees und wir haben hier ganz gezielt umgesetzt von bunt auf gefährdet, weil der Schwerpunkt des Kölner Aquariums sind bedrohte Arten. Wir haben über 100 bedrohte Arten, die wir hier halten. Viele davon vermehren und auch für viele davon One Plan Approach to Conservation Projekte mit den Ursprungsländern haben, weil wir uns als globales Netzwerk sehen und Artenschutz nicht nur gezeigt werden muss, sondern auch gelebt werden muss. Und deswegen haben wir die Tanganjika-Seehaltung aufgegeben und haben hier bedrohte Fische aus Madagaskar. Und die hier, diese grauen, die waren mal im Internet als seltenster Fisch der Welt zu finden. Der galt schon als ausgestorben, der Madagaskar, der Mangarahara-Buntbarsch, ist dann in einer austrocknenden Wasserstelle wiederentdeckt worden. Die Tiere sind gesichert worden, in den Zoo von Toronto überführt worden und dort vermehrt worden. Und wir haben angedockt und Nachzuchten aus dem Zoo Toronto bekommen, die bei uns im Kölner Zoo großgezogen. Und diese Tiere sind mittlerweile groß und ausgewachsen und die sieht man im Becken. Das heißt, alle Fische, die Sie hier sehen, sind tatsächlich in Köln groß geworden, mittlerweile ausgewachsen. Das ist der vom Aussterben bedrohte Mangarahara-Buntbarsch. Dann haben wir als erster Zoo für Europa überhaupt Loisels Buntbarsch hier eingeführt. Der ist ein bisschen gelblicher. Da unten schwimmt einer, benannt nach dem ehemaligen Kurator des New Yorker Aquariums, Paul Loisel. Hier schwimmt gerade einer, auch stark gefährdet. Auch den haben wir bei uns vermehrt und das hier ist der Madagaskar-Ehrenfisch. Auch die vermehren sich bei uns, auch stark gefährdet. Und wir haben schon viele Tiere an andere Zoos weitergegeben zum Ausbau des Erhaltungszuchtnetzwerks. Ist ja immer ganz wichtig, dass nicht nur ein Zoo sowas hat, sondern mehrere Erhaltungszuchtnetzwerke sind wesentlich. Weil wenn an einer Stelle mal was passiert, was Schlimmes, was wir natürlich nicht hoffen wollen, dann gibt es die Art noch an einer anderen Stelle. Und so können wir zusammen als Erhaltungszuchtnetzwerk agieren. Und ja, hier sieht man das auch an der Beschilderung, dass die alle bedroht sind, auf der roten Liste der IUCN, der Weltnaturschutzunion stehen. Hier haben wir in so einem grünen Punkt in nur ein, zwei Sätzen, warum wir das machen, warum das so wichtig ist, dass wir zum Beispiel Partner der Madagaskar Fauna and Flora Group sind, die uns auch unterstützen. Und wenn man dann sich diesen langen Gang anguckt, haben wir praktisch ein Becken nach dem anderen mit bedrohten Fischen aus Madagaskar. Auf die haben wir uns fokussiert. Wir haben mittlerweile 10 bedrohte Süßwasserfischarten aus dem Land und haben gerade die 8. Art davon zur Vermehrung gebracht. Und das sind genau die hier. Das sind die Dambas, die sind auch gefährdet. Das ist eine Buntbarschart. Bisher hat das bei uns nicht geklappt und jetzt haben wir das erste Gelege und freuen uns sehr darüber. Und so arbeitet man sich von Art zu Art durch. Hier ist der Minoambo-Buntbarsch, der ist auch vom Aussterben bedroht. Da hat das noch nicht geklappt, aber wir hatten ein erstes Paarungsverhalten, ein erstes Gelege. So kann man sich praktisch nach vorne weiter durcharbeiten. Wichtig ist, dass man sich auf den Weg macht. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.